Hallo und herzlich willkommen zu Close-Up, dem Videoformat des Bröhan-Museums, in dem wir Objekte aus den aktuellen Ausstellungen genauer unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Julia Meyer-Brehm und ich bin eine der Kuratorinnen der Ausstellung Hey Rup, die tschechische Avantgarde. Ich befinde mich hier vor dem Abeceda, zu Deutsch Alphabet, und wir haben dafür Kopien aus einem Buch von 1926 genommen und groß aufgezogen. Es ist ein typisches Beispiel für die Zusammenarbeit unterschiedlicher Gattungen, wie sie in den 20er Jahren in Tschechien sehr beliebt war. Der Ausgangspunkt war also das Alphabet, und der tschechische Dichter Vítězslav Nezval hat bereits 1922 zu allen Buchstaben des Alphabets kurze Gedichte geschrieben. Die konstruktivistische Typografie, die man hinter mir sieht, stammt von Karel Teige, und Karel Paspa, ein Fotograf, hat dann bildnerisch festgehalten, wie die Tänzerin Milja Majerova das Ganze choreografisch interpretiert hat. Das letztendliche Buch, das dann aus allem zusammen entstanden ist, vereint Gestaltung, Poesie, Tanz und Fotografie. Es ist ein klassisches Bildgedicht, was typisch war für die 20er und 30er Jahre in Tschechien. Dort stand die Zusammenarbeit klar im Vordergrund und man organisierte sich in Künstlergruppen, um eben gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Karel Teige hat später gesagt, dass er das, was Nezval in verbale Poesie umgesetzt hat mit seinen Gedichten, in grafische Poesie umsetzen wollte. Und wie das am Ende dann aussah, das sehen wir hier. Links ist das humoristische Gedicht von Nezval und rechts dann die akrobatischen Verrenkungen von Milja Majerova. Um einen Eindruck von diesen Gedichten zu bekommen, hier mal das Gedicht zum Buchstaben X in der deutschen Übersetzung. Keinsmal auf Kreuzotterhaupt, X ewig, X giftig Schuss, X gekreuzte Knochen, Zeit in Blütestaub, X am Anfang, X zum Schluss. 1926 wurde das Ganze auch aufgeführt, nämlich im Befreiten Theater, das im gleichen Jahr in Prag gegründet worden war. Das Theater grenzte sich in vielerlei Hinsicht vom klassischen Theater ab. Es war gewollt, dass das Publikum einbezogen wurde in die Stücke. Es war auch eine politische Bühne und man positionierte sich gegen den Faschismus und propagierte den Sozialismus. Daher ist es auch kein Wunder, dass das Befreite Theater 1938 schließen musste, als das Deutsche Reich große Teile der Tschechoslowakischen Republik einnahm. Wer nichts mehr verpassen möchte, folgt am besten unseren Social-Media-Kanälen hier auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook oder abonniert unseren Newsletter. Alle anderen Folgen von Close-Up gibt's ebenfalls auf YouTube zu sehen. Viel Spaß beim Angucken!